Willkommen nun zu einem Spiel, was kunstvoll sein wird, aber auch gleichzeitig das Schaudern einfach mal hineinversetzen tut, dass es einfach eiskalt in den Rücken runterlaufen wird. Denn es handelt sich um ein Indie-Horror-Game mit dem Namen Eep. Ja, damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, was auf jeden Fall nämlich recht bekannt geworden ist, um hier mal Eep zu beschreiben. Sie ist ein braunhaariges Mädchen mit roten Augen und trägt ein weißes Hemd mit einer roten Schleife vorne dran und trägt auch einen roten Rock. Die Besonderheit dabei ist nämlich, dass sie nämlich eine rote Rose trägt. Und dies sind nämlich ihre Leben, die sie sozusagen hat. Ich war wie immer halt interessiert, nochmal weitere Indie-Horror-Games zu finden und zu testen und weiterhin nochmal zu sehen, ob das wieder mal für mich was wäre, wie bei Claire und Claire 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch gerne mal direkt hier, in der Infokarte mal direkt anschauen. Aber ansonsten bleibt gerne dran. Jedenfalls war ich dann im PlayStation Store mal wieder unterwegs und habe dort das Spiel Eep gesehen. Und das war mal was ganz, ganz anderes und was Eigenes. So wie ich das auch verstanden habe, ist es dann eher so, dass das auf einer eigenen Website so dargestellt wurde, dass es dann noch dabei auch angeboten wurde, und zwar nämlich am 27. Februar 2012. Da wurde dann von dem Entwickler und Herausgeber Kuri, so heißt der, hat das dann dementsprechend dann aber rausgebracht, dass die Erstveröffentlichung und die Neuauflage, die dann als Steam-Version erhältlich ist, die kam dann direkt am 11. April 2022 raus. Es ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, dass es dann zwei verschiedene Spielversionen gibt sozusagen, aber dazu, ja, will ich nochmal was sagen. Für die Nintendo Switch hier hingegen ist es nämlich am 9. März 2023 rausgekommen und ist dann dementsprechend auch mit der PlayStation mal wieder auch sozusagen. PlayStation 4 und PlayStation 5 hat dann am 14. März 2024 das dann direkt auch diese Neuauflage bekommen. Man erhält sehr leicht die Neuauflage, aber das, was als erstes veröffentlicht wurde, ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Man muss ein bisschen so hin und her gucken, dass man die Versionen von 1.04 oder Version 1.07 bekommt, weil nämlich dieses Spiel im Standardfall mit dem RPG Maker gemacht wurde. Die Version 1.04 und die Version 1.07 wurde quasi dann mit dem RPG Maker 2000 gemacht und die Neuauflage mit dem RPG Maker MV. Ja, es hatte ziemlich viele eigenständige Sachen mit drin, wenn man die Neuauflage sieht. Man hat das dann direkt so vor Augen. Denn so sah mal die Version nämlich aus. Das ist nämlich dann mit RPG Maker 2000 gemacht wurde. Und dementsprechend so sieht jetzt die Neuauflage aus. Viel besser, viel von der Grafik her detaillierter und das hat dann auch schon einen gewissen Charme. Aber nichtsdestotrotz hat es auch von der Düsternis eher von dem ersten Teil viel mehr zu versprechen. Aber na gut, ich sag gleich schon mal im Voraus, ich werde definitiv das Ganze auch mal live angehen. Wenn ihr das also direkt schon mal so eine Stream-Aufzeichnung hier in der Beschreibung sehen solltet, dann habe ich das schon erledigt. Aber ansonsten werde ich das einfach mal live machen, dass ich die Version 1.07 zocken werde. Wenn ihr das dann seht und gerne mal dabei sein wollt, dann tut euch keinen Zwang an, schaut es euch gerne an. Ansonsten rede ich jetzt erstmal nur über die Neuauflage und dementsprechend let's go! Wir beginnen nun mit dem Prolog. Man sieht hier, dass wir auch erstmal nur Text bekommen und sind dann unterwegs zu einer Gurtener Ausstellung. Das befindet sich dann in dem Ausstellungsbereich, also quasi ist so eine Kunstausstellung innen drin in einem Museum, würde ich jetzt mal so vermuten. Und da ist nämlich Eep mit ihren Eltern unterwegs, um das Ganze sich so zu betrachten, anzuschauen, in Staunen zu versetzen oder irgendwie sowas. Ja, wenn wir das erledigt haben und dieses gigantische Gemälde da sehen, das hier richtig in die Breite gezogen wurde, wenn man so will, dann
fängt an, das Licht zu flackern. Zum Beispiel haben wir da auch so ein Fenster, wenn man da einfach mal rausschaut, dass dann das einfach mal wie so ein, dass da Blut runterfließt. Warum auch nicht? Gut, man muss aber wieder ganz nach oben, weil man hört ja auch zwischendrin immer so stampfende Geräusche die ganze Zeit. Quasi so. Ja, man befindet sich dann direkt wieder oben bei dem Gemälde, muss er wieder ansprechen dort, beziehungsweise man sieht da so einen blauen Fleck, den muss man dort analysieren. Das macht man sehr oft im Übrigen. Und irgendwann kommt da so solche Wörter wie mit Komm, Ib. Was aber in verschiedenen Sprachen sogar dastehen kann wie Kam, Ib oder auch auf Französisch, Spanisch, Italienisch und so weiter und so fort. Und das macht auch wieder eine ganz coolen Detailarbeit mal wieder voraus. Denn die haben darauf geachtet, dass nämlich das, was designt wurde, auch dementsprechend so abgeändert wird, was auch die ganzen Sprachen auch dementsprechend angepasst wird. Sieht man aber am besten dann später noch in dem ersten Level. Aber wie gesagt, ist ein nices Detail. Jedenfalls, wenn man das Ganze erledigt hat, muss man diesen blauen Fußspuren folgen. Geht dann direkt zu diesem ein Kunstwerk, wo du dann ganz tief im Wasser blickst, wo diesen Anglerfisch abgebildet ist. Und hinein geht es ins Abenteuer. Wir sind jetzt hier in einer Welt, in der nämlich die ganzen Guatener Ausstellungsstücke recht lebendig werden können. Ib befindet sich jetzt dann direkt in dieser Welt und das erste, was wir direkt finden können, ist die rote Rose. Ja, die rote Rose dient einfach dafür, dass wir dann sagen können, okay, ja, es ist unsere Lebensenergie und wenn wir jedes Mal noch weiterhin erwischt werden oder irgendwelche Gemälde uns angreifen wollen oder irgendwelche Statuen etc., sonst irgendwie, dann kann es sein, wenn wir da immer mehr und mehr verlieren, dementsprechend Game Over gehen. Ich mache das jetzt auch mal ganz kurz, was hier im nächsten Raum geschieht. Man hat ja viele Gemälde, aber trotzdem muss man einfach nichts anderes tun, als dieses Gemälde zu finden, wo man den Ameise drauf abgebildet ist. Das bringt man dann direkt zu diesem einen Abgrund, würde man schon fast sagen. Legt es dahin, läuft dann darüber und holt sich dann den grünen Schlüssel. Dieser grüne Schlüssel dient aber dazu, dass wir dazu durch diese Tür gehen können und können dann zum nächsten Raum. Wenn wir das Versteckspiel dann nämlich geschafft haben, dann bekommen wir auch nämlich eine Hälfte von dieser Fischskulptur. Holen diese Fischskulptur dann die andere Hälfte quasi, setzen das Ganze zusammen, kombinieren das. Wie auch immer das ohne Klebstoff funktioniert und so weiter. Passt, ist einfach guter Mechanismus. Nice. Naja, jedenfalls wird das dann zusammengesteckt und dann eingefügt und dann kommt erstmal dieser Sound hier. Also bei dem hier fasse ich mich jetzt mal kurz. Es ist einmal hier rechts, dann einmal oben und einmal links, dass dort sich dann Aufziehschlüssel befinden für eine Pflanze, die dann direkt wachsen tut und dann bekommen wir da so eine blaue Frucht. Dort befindet sich dann eine Reihe von Bildern, immer so hintereinander und das zeigt dann nämlich eine Art, ich würde sagen, Guillotine, hätte ich schon fast gesagt, aber das ist halt einfach so eine Klinge, die dann richtig mit vollem Karacho runterkracht. Ja, und dann erreichen wir dann einen weiteren Raum, das ist dann so ein Gang und dann geht es dann mal wieder sowohl rechts als auch links gibt es dann weitere Wege und wenn man nämlich nach rechts geht, dann sehen wir da so einen Typen, der da direkt umgefallen ist und wahrscheinlich schon kurz vorm Sterben liegt, weil er so ich halte nicht auf. Gehen wir dann nach links in den Raum rein. Das ist dann der Raum mit, das ist da, der zu sehen ist mit so einer Vase und so weiter. Aber dann gibt es noch einen weiteren Raum, da wo ein größeres Fenster zu sehen ist. Da gehen wir mit der Tür da direkt durch. Und dann sehen wir, dass es jedes Mal so dann in so einer blauen Rose dann die Blätter da direkt abgeruppt wird. So ein bisschen so frei nach dem Motto, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Und auf jeden Fall verfolgt er uns, wenn er uns entdeckt und wir müssen dann diese blaue Rose holen. Dann gehen wir auch direkt dann zurück und müssen das auch wieder regenerieren.
mit dieser blauen Rose und dann, wenn das geschafft ist, dann ist auch die Lebensenergie von diesem Typen, der da dann erstmal direkt so am Verrecken war, wieder lebendig. Und das sehe ich dann erstmal an, dass es auch mit Kapitel 1 zu Ende ist. Kapitel 2. Als du in der surrealen Welt unterwegs. Gary und Ip sind jetzt nun zusammen unterwegs und wollen da wieder aus dieser ganzen fiktionalen Welt herauskommen und dementsprechend in die reale Welt zurückkehren. Das geht dann nämlich dann nur, wenn sie da wieder gut durchkommen können und Gary muss erstmal so eine Schaufensterpuppe wegbewegen, damit die auch weiterkommen können. Dann haben wir einen Weg, dass da sehr viele Augen aufgehen und das eine Auge ist blutunterlaufen. Das sollte auf jeden Fall mal zum Augenarzt gehen. Der Atelier dient aber nur dazu, dass wir dann diese Augentropfen bekommen werden, je nachdem, wie wir dann diese ganzen Hocker da hin und her bewegen. Und wenn wir das geschafft haben und diese ganzen Augentropfen verabreicht haben, dann wandert das Auge aber direkt dorthin und blickt dann zu einer Wand hin. Denn dort befindet sich nämlich ein Hinweis und möchte uns nur sagen, dass sich dort ein Geheimweg befindet. In diesem Geheimweg befindet sich nämlich ein roter Glasball. Dieser rote Glasball ist nämlich dafür gedacht, dass es in eine Mulde, in eine Nische, je nachdem, dann zu diesem Schlangengemälde dann hinzugehört, dass bei der Braut nämlich der Ring angesteckt werden muss, und zwar nämlich an dem Ringfinger. Jetzt halt die Frage, ist es jetzt etwa linke? Ist es jetzt die linke oder ist es die rechte Hand? Was vermutet ihr? Ist es die rechte Hand? Es wird dann in der rechten Hand an dem Ringfinger dann so hier rangesteckt und dann kriegen wir einen Blumenstrauß. Dieser Blumenstrauß ist dann nützlich dafür, dass wir dann zu den Gemälde hingehen können, das sowieso total verrückt, wo er zu sein scheint mit Oh ja, Blumen. Ja, ich hab so Hunger darauf. Gib mir mal deine Rose. und so dann halt ist. Und dann dementsprechend, ja, können wir dann einfach nur die Blumenstrauß hingeben, aber dann werden wir selber nicht direkt verletzt. Mit der ganzen Lebensenergie wird dann auch nicht verschwendet. Oder so, seid sofort da. Ansonsten gibt es halt noch das Gemälde, das der Gehängte heißt. Und darauf befindet sich eine Nummer. Und die Nummer lautet 6952. Man liest es sich zumindest so. Aber um dieses Rätsel direkt zu lösen, müssen wir das halt so lesen, als wäre er gar nicht so der Gehängte, sondern würde auf den Füßen stehen. Und dementsprechend ist es dann nicht 6952, sondern halt 2569. Und da trifft nämlich Ip dann auf ihre Eltern, aber nur auf ein Gemälde von ihren Eltern. Denn ja, die sind jetzt zu der Zeit wohl nicht real. Und das jetzt einfach so zu sehen, das trifft Ip schon so ein bisschen härter, als es wohl gedacht war. In der Situation werden sie aber trotzdem verfolgt, nämlich jetzt von den ganzen Damen, die in den Gemälden drinne sind. Und dann ist es so, ja, man muss auf jeden Fall jetzt sofort die Flucht ergreifen, bevor man da erwischt wird. Und ansonsten gibt es viele Blockaden noch zwischendurch mit Schaufensterpuppen. Man kann da jetzt auch währenddessen noch entscheiden, ob nämlich Gary da total brutal sein soll. Und dann einfach mal, ja, Schaufensterpuppe dann entweder gegenschlägt oder halt gegentritt oder was auch immer. Und dann diese Tür erreicht, damit wir den grauen Schlüssel benutzen können. Und dann geht es direkt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Spiel ist Ip dann in einer Albtraumwelt drinne, weil sie dann nach diesen ganzen Ereignissen und so nicht mehr ganz so zu Kräften kommt. Das heißt, sie kippt um und kann man jetzt denken, okay, vielleicht ist auch Ohnmacht da drin oder so. Aber im Wesentlichen ist es eher, ja, sie befindet sich jetzt momentan eher in einer Albtraumwelt und versucht das Ganze zu verarbeiten, was wohl gerade auch stattfand. Ist ja eine skurrilere Welt und scheint wohl eher so, dass sie dann nur noch eher so, nämlich dass sie verfolgt wird und so und dann eher die Sachen träumt. Ja, ein bisschen zu bizarr, aber ja gut, sind halt Albträume, ne? Da beendet es und dann Ip und Gary sich dann in einem Raum befinden und dann noch einig sind, dass die beiden wieder los können. Ja, beginnt Kapitel 3. Kapitel 3.
das blonde Mädchen Mary. Treffen wir auf ein blondes Mädel. Und das ist, wie gesagt, Mary, die wir dort treffen tun. Sie stellt sich auch direkt vor und ja, sie ist dann auch so, dass sie nämlich dann raus will aus dieser surrealen Welt und dann wieder in die reale Welt dann zurückkehren möchte. Dementsprechend versuchen die beiden dann dass sie halt eben zu dritt dann unterwegs sind und dann dementsprechend zusammenarbeiten können als Team, um wieder als Ziel vorzunehmen, zurückzukehren. Und Gary fragt nämlich Mary dann direkt, ob auch sie eine Rose hat und ihre Rose ist gelb. Wenn sie aber dann irgendwann da von so einer komischen Pflanze getrennt, wo die ganzen Spitzen da aus dem Boden raussprießen und dann werden sie dementsprechend dann so getrennt, dass nämlich Gary dann auf der einen Seite ist und Ip und Mary sind dann auf der anderen Seite. Gut, und so setzt sich dann die Mission weiterhin fort, dass sie eine getrennte Wege gehen, aber kann man dementsprechend dann auch rumswitchen sogar, die halt eigentlich rüberkommen. Funktioniert aber nicht bei dem Abgrund, weil sie dann nichts Passendes finden und die kommen auch nicht an dieses Gemälde ran mit den beiden Augen. Dementsprechend ist dann nämlich Gary dann auch noch dabei, dass er den anderen Weg versucht herauszufinden und wenn man zurückgeht, kommt es auf einmal dann in einen finsteren Raum rein mit gruseligeren Puppen und man kommt so ein bisschen vor, als wäre da so alles verflucht und so weiter. Man muss hier 7 Farbbälle finden. Und dies geschieht einfach nur, wenn man so viele Rätsel löst. Ja, zwischendrin kann man nur sagen, dass aber diese ganzen 7 Farbbälle dann sowieso gefunden werden, dass da auch ein Raum kommt und dann mehr was über Mary auf einmal zur Erfahrung gebracht wird. Und zwar, dass dort in dem Buch drin steht, dass es ein Gemälde gemalt wurde, das ein blondes Mädchen auch wohl gleicht und dementsprechend auch von Guertena wohl als Ausstellungsstück dabei war und so und ist da noch so Kunst drinne. Ist ja schon ein bisschen mysteriös, ne? Naja, auf jeden Fall, wenn man diese 7 Farbbälle dann alle gefunden hat, da gibt es dann diesen einen Raum, wo man dann direkt auch wieder raus kann. Man muss den Schlüssel finden und zwar ganz schnell, wenn es auch direkt möglich ist. Man muss ja jedes Mal diese ganzen Puppen tatsächlich so weiter aufreißen oder was auch immer da gemacht wird, damit man das findet und währenddessen kommt aus dem Gemälde dann so eine gruseligere Version davon heraus und da will unbedingt das direkt erwischen, damit es alles Mögliche mal richtig gut verlangen kann. Denn es ist wichtig, dass das alles passiert, dass er dann erwischen wird in diesem Raum. Ja, und das gibt keine Flucht mehr. Und währenddessen, naja, ist es dann so weit, dass dann auch Ip und Mary dann dort ankommen und währenddessen Gary dann doch in einem Raum drinne ist, dass sich dort diese ganzen Hasen dort drinne befinden. Und es jetzt hier so direkt abzuschließen. Gary findet dann direkt so raus, dass dann bei Mary gesagt wird, dass es ja auch gar nicht wirklich echt sei mit dieser gelben Rose und das, was es auch eben wäre und so weiter und so fort. Und auf einmal Mary wird da richtig wütend und fasst das nicht unbedingt an und so, fasst ihr nicht die Rose an. Und Gary stoßt dann sie zurück, Mary fällt dann zu Boden, genau. Und Gary versucht dann in der Situation zu erklären, dass Mary halt nicht echt sei in dem Falle. Das ist auch komisch klänge und so, aber ja, man hat das halt direkt herausgefunden. Aber die setzen jetzt beide diese Reise weiterhin fort und dort, wo jetzt auch schon wieder so eine Schaufensterpuppe stand, schiebt er dann direkt so wieder weg und dann laufen wir eine Treppe runter. Und die Treppe führt zu einer sehr merkwürdigen Gegend, aber das ist dann Kapitel 4. Kapitel 4. In einer Welt wie in einem Sketchbook. Also quasi, dass es alles nur so Skizzen gemacht wurden oder generell einfach nur ein Malbuch ist. So sieht das halt von der Welt aus, wie man da weiterkommt und die ganzen Wege und so weiter. Ist alles nur Gekritzel und auch so mit Buntstiften gemalt worden.
Man kann sich da vieles jetzt heraus interpretieren, wie das halt jetzt eben zustande kam oder was es halt bedeutet, aber andererseits muss man einfach der Fantasie jetzt mal freien Lauf lassen. So, und dann gibt es nämlich dann auch wieder die Situation, dass ich jetzt nicht komplett näher erläutern werde. Und zwar gibt es nämlich ein Rätsel, das dann nämlich gelöst werden muss, und zwar mit so einer bestimmten Reihenfolge müssen wir nämlich dann diese ganzen Schalter betätigen. Und das geht nur, wenn man da immer wieder hin und her geht und auch diese ganzen Karten doch dort nutzt, die ja jeweils so ausgestellt sind. Auf jeden Fall, wenn man das dann in der richtigen Reihenfolge macht, dann kriegen wir was Besonderes dort freigeschaltet. Gut, was noch zu erwähnen wäre jetzt hier, dass es während der ganzen Erkundung, den man durchgeht und dann durch ein Haus halt eben geht, also da befindet man sich drin, und wenn man sich dort verstecken tut bei so einem bestimmten Bereich halt eben, da kommt Mary auf einmal so halt rein und hat man irgendwas gehört und sonst irgendwie und sucht dann nämlich nach Ip und Gary, aber ist niemand zu finden, deshalb ist Mary total verzweifelt wahrscheinlich, geht da direkt wieder raus und das war's. Ja, nur dass man das mal, gesagt hat halt. Jedenfalls, man bekommt nämlich einen rosa Wachsmalstift. Und das muss dann so sein, dass sie dann die ganze Zeit nur malen müssen. Die ganze Zeit. Ich meine, für Ip ist natürlich auch schon ganz gut, ne? Mein Kind kann doch direkt damit Spaß haben, ne? Dass man was ausmalt oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall hat man dann den Weg dort gemalt und kann man ins Haus reingehen. Währenddessen passiert es halt so, dass sie dann auch da rausgehen und man merkt so nämlich dann, dass es einfach kaputt macht, weil nämlich dann sie liebt mich nicht halt eben spielt damit und dann die ganzen Blütenblätter abreißen tut. Mal wieder. Und man merkt, dass der Gary immer schwächer und schwächer und schwächer wird. So frei nach dem Motto, ja, er verreckt mal wieder, aber tatsächlich jetzt auch total ohne, dass er halt sich bewegt. Und da kann man eher als Ohnmacht bezeichnen, weil noch nicht alles abgerissen wurde. Es beginnt immer weiter und weiter und irgendwann wurde es aber doch komplett weggemacht. Das heißt, da wurde das Gary direkt nun tot ist, in dem Falle. Man hat nämlich den Feuerzeug von Gary, man zündete das direkt an und dann haben wir den nächsten Weg frei. Und dann kommt Mary aber da an und sagt so, ja, was machst du hier? Du solltest gar nicht hier sein. Was machst du bitte schön hier? Es ist sehr verboten, dass du hier bist. Los, verschwinde. Sofort! Und dann rastet er wahrscheinlich mit dem Malmesser auf Ip zu. Und dann muss man dann dieses Gemälde dort verbrennen. Und bevor das dann weiter geschieht, dann möchte man sagen, anzünden und so. Und Mary kommt dann direkt schon mal da ein bisschen so, ja, nein, hör auf, bitte nicht. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Gut, wenn das dann so halt erledigt ist, dann wird auch Ip durch das Bild springen und befindet sich dann wieder zurück in ihrer eigenen Welt. Weil, wenn man nämlich dort wieder zurückkehrt, dann ist man auch wieder in dem Museum drin. Da befindet sich dann das gigantische Gemälde, um das mal ganz schnell zu sagen. Und dort kann man das dann auch wieder zurückkehren. Und Ip erinnert sich an absolut nichts, was dort geschah. Es ist auf einmal so zu machen, sozusagen so zu machen hier. Bing! So. Das war's. Ich habe jetzt alles vergessen, was ich jetzt gerade im Video gesagt habe. Hi Leute, willkommen hier nämlich jetzt zu dem neuen Video. Es ist jetzt ein Spiel, was ich erklären möchte, und zwar nämlich zu Ip. Naja, versteht ihr, was ich meine? Es wurde einfach so gelöscht von den ganzen Abenteuern, die da drin sind. Aber vom Ende her gesehen sehen wir jetzt nämlich dann Gary auf dem einen Bild, wo vorher der Gehängte zu sehen war. Was ziemlich interessant ist. Das heißt also, dass nämlich er wirklich wohl gestorben ist und sich immer in dieser Welt noch befindet, beziehungsweise mal befand, weil er ja tot ist. So.
Und deswegen ist das nämlich jetzt auch das eine Ende, was wir dort bekommen können. Ansonsten empfehle ich einfach, wenn ihr die Neuauflage wollt, das ist direkt da bei Steam, PlayStation 5 oder halt auf der Switch, genau. Dann bedanke ich mich zumindest, dass ihr jetzt hier so bis zum Ende durchgehalten habt und das Ganze zugehört habt. Natürlich hätte es natürlich anders ablaufen können, aber ich habe noch so einiges anderes vor. Ich sage das jetzt hier schon mal in diesem Video direkt. Ich hoffe, dass es auch mal zeitnah geschehen wird. Nicht nur, dass es sich so viele Monate hinaus zögern tut. Ja. Ansonsten, ne, wartet einfach direkt ab. Es kommen auf jeden Fall bestimmt noch weitere Videos dann an. Ja, garantiere ich auch. Ist immer super. Gebt auf jeden Fall ein Like dafür für dieses Video hier. Und dann kommentiert auch weiterhin, wenn ihr dann wirklich auch gespannt seid, wenn auch weitere Videos dann eben anschauen wollt. Oder wenn ihr dann unsere Streamaufzeichnung anschauen wollt. Oder Livestream oder sonst irgendwie. Ich würde mich auf jeden Fall immer wieder gern freuen, wenn er dann auch so ein bisschen mehr so ein positives Feedback kommt. Oder generell auch Kritik kommen würde oder so. Das wäre wirklich top an der Stelle. Ansonsten sage ich, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und wartet ab, was als nächstes kommen wird. Ich hau raus. Yeah!